War es richtig, dass Deutschland dem Euro beigetreten ist? Oder hätte es, wie die Schweiz, seine starke Währung behalten und unabhängig bleiben sollen? Diese Frage stellen sich heute immer mehr Menschen, vor allem wenn man sich ansieht, wie sich die wirtschaftliche Lage seit der Einführung des Euro verändert hat. Und genau um diese Frage soll es auch in unserem heutigen Video gehen. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Du spielst mit dem Gedanken, in die Schweiz auszuwandern, weißt aber nicht, wie du dich im Steuerdschungel zurechtfinden sollst? Begriffe wie Exit Tax, erweiterte beschränkte Steuerpflicht oder überdachende Besteuerung wirken abschreckend. Und genau das ist oft politisch gewollt. Gerade für Leistungsträger ist der Weg in die Schweiz voller Hürden. In unserem Seminar Auswandern in die Schweiz in Zürich nehmen wir dich an die Hand. Wir klären alle wichtigen steuerlichen und rechtlichen Fragen. Von der Aufenthaltsbewilligung über den Weg zur Schweizer Staatsbürgerschaft bis zu Themen wie Banking, Kantonswahl, Steueroptimierung und dem Kauf von Immobilien in der Schweiz. Alle weiteren Infos und aktuelle Termine findest du auf unserer Website. Der Link ist in der Videobeschreibung. Jetzt aber zurück zum eigentlichen Thema. Deutschland war jahrzehntelang der wirtschaftliche Anker Europas. Die starke Mark war Ausdruck dieser Stärke. Solide, hart, international respektiert. Der Ruf der Bundesbank mit ihrer kompromisslosen Haltung gegenüber Inflation war legendär. Mit der Einführung des Euro im Jahr 1999 und der endgültigen Umstellung auf Bargeld im Jahr 2002 wurde diese Ära beendet. Der Wechselkurs stand fest: 1 Euro gleich 2 D-Mark. Doch das war nur der nominale Umrechnungskurs. In der Realität bedeutete der Euro für Deutschland eine monetäre Schwächung. Nicht sofort, aber schleichend. Warum? Weil Deutschland seine geldpolitische Souveränität aufgab. Von nun an war nicht mehr die Bundesbank zuständig, sondern die Europäische Zentralbank in Frankfurt, die nicht nur deutsche Interessen vertritt, sondern die der gesamten Eurozone. Italien, Spanien, Griechenland, Frankreich, Länder mit völlig anderen wirtschaftlichen Strukturen und Prioritäten. Die Folge: Zinssenkungen, eine lockere Geldpolitik, eine schleichende Entwertung der neuen Währung und ein Gefühl in der Bevölkerung, dass mit dem Euro alles teurer wurde. Der Begriff Teuro war schnell geboren. Doch wie hätte es anders laufen können? Ein Blick auf die Schweiz ist aufschlussreich. Die Schweiz wurde nie EU-Mitglied, hat ihren Franken behalten, sich nie dem Euro angeschlossen und ihre Unabhängigkeit bewahrt. Historisch betrachtet standen sich der Schweizer Franken und die D-Mark auf Augenhöhe gegenüber. Über viele Jahre lag der Kurs bei 1:1 bis 1:1,2, ein nahezu gleichwertiges Verhältnis zweier starker Währungen. Heute? Der Franken ist deutlich stärker als der Euro. Stell dir vor, du hättest zur Einführung des Euro 100.000 Euro in Schweizer Franken getauscht. Also im Jahr 99. Damals lag der Wechselkurs bei rund einem Franken 60. Du hättest also für deine 100.000 Euro etwa 160.000 Schweizer Franken erhalten. Und was wären diese 160.000 Franken heute wert? Beim aktuellen Kurs von etwa 0,9 Franken pro Euro entspricht das einem Gegenwert von rund 171.000 Euro. Mit anderen Worten, du hättest allein durch die Währungsentwicklung einen Wertzuwachs von über 70% erzielt. Ganz ohne Aktien, ganz ohne Immobilien, nur durch die Entscheidung für eine stabile Währung. Das zeigt eindrücklich: Wer früh auf den Schweizer Franken gesetzt hat, wurde belohnt. Während der Euro über die Jahre strukturell geschwächt wurde, hat der Franken seine Kaufkraft nicht nur erhalten, sondern gesteigert. Ein weiteres Beispiel dafür, dass stabile Rahmenbedingungen und geldpolitische Unabhängigkeit langfristig Vermögen schützen und mehren. Aber ist ein so starker Franken nicht eigentlich Gift für den Export? Genau das wird uns doch oft in der Schule beigebracht. Starke Währung gleich schlechte Wettbewerbsfähigkeit. Doch die Realität zeigt, das Gegenteil ist der Fall. Die Schweiz steht wirtschaftlich hervorragend da. Sie boomt, und das trotz oder vielleicht gerade wegen ihres starken Frankens. Im ersten Quartal 2025 ist das BIP der Schweiz um 0,8% gewachsen, getragen von Industrie und Exporten. In Deutschland dagegen minus 0,2% Wachstum 2024, zum zweiten Mal in Folge negativ. Noch bemerkenswerter ist, was in der herstellenden Industrie passiert ist.
Deutschland präsentiert sich diesbezüglich als griechische Tragödie und das vor allem wegen einer völlig fehlgeleiteten Energiepolitik inkompetenter Regierungen der letzten 20 Jahre. Seit 2018 hat die deutsche Industrieproduktion einen erheblichen Rückgang erlebt. Aktuellen Analysen zufolge ist die industrielle Gesamtproduktion seitdem um etwa 15% gesunken. Besonders betroffen sind energieintensive Branchen wie die Chemieindustrie, die seit 2018 einen Produktionsrückgang von 15% verzeichnen. Auch die Automobilindustrie, ein zentraler Pfeiler der deutschen Wirtschaft, hat seit 2019 etwa 6% weniger Fahrzeuge produziert. In der Schweiz dagegen zeichnet sich ein diametral gegensätzliches Bild ab. Seit Einführung des Euro hat sich die Industrieproduktion in der Schweiz fast verdoppelt. Ein Zuwachs von rund 100%. Ein Land mit nur 9 Millionen Einwohnern hat eine der produktivsten und innovativsten Industrien Europas aufgebaut. Trotz oder gerade wegen einer starken Währung. Wie ist das möglich? Hier kommt die zentrale Erkenntnis eines Beitrags in der Financial Times vom Mai 2025 ins Spiel. Ein starker Franken ist keine Belastung für die Wettbewerbsfähigkeit, wenn man richtig wirtschaftet. Schweizer Unternehmen haben über Jahrzehnte gelernt, nicht über Preis, sondern über Qualität, Spezialisierung und Innovation zu konkurrieren. Sie investieren in Forschung, automatisieren Prozesse, bieten Hochtechnologie- und Premiumprodukte an und sind damit weltweit gefragt. Die FT bringt es auf den Punkt: Ein starker Franken zwingt Unternehmen, besser zu werden, nicht billiger. Und das sei langfristig ein Wettbewerbsvorteil, kein Nachteil. Was für ein Kontrast zu Deutschland. Dort hat man durch den Euro eine strukturelle Abwertung erkauft, die kurzfristig Exporte erleichtert, aber langfristig Innovationsdruck nimmt. Mit dem Euro kam auch eine neue Phase der Umverteilung. Transferunion, Target-2-Salden, Rettungsschirme, Begriffe, die es ohne die gemeinsame Währung in dieser Form nicht gäbe. Deutschland wurde nicht nur zum Zahlmeister Europas, sondern auch zur Absicherungsinstanz für Staaten mit chronischer Verschuldung. Wäre das mit der deutschen Mark anders gewesen? Höchstwahrscheinlich ja. Mit einer weiterhin unabhängigen Währung und einer eigenständigen Geldpolitik hätte Deutschland eine höhere Kaufkraft, eine stabilere Inflation, eine stärkere Währung und möglicherweise weniger Spannungen innerhalb Europas. Der Euro hat Deutschland nicht in den Abgrund gestürzt, aber er hat das Land seiner größten ökonomischen Stärke beraubt, der soliden, stabilen, verlässlichen Währungspolitik, wie sie die Schweiz bis heute pflegt. Die Frage, ob der Beitritt zum Euro ein Fehler war, ist keine rein ökonomische. Es ist eine Frage von Souveränität, Verantwortung und Weitblick. Und wenn man heute die Zahlen vergleicht, das Wachstum der Industrie, die Stärke der Währung, das Vertrauen der Märkte, dann muss man sich ehrlich fragen, hat Deutschland wirklich gewonnen oder war der Preis für den Euro am Ende doch zu hoch? Und was kannst du dagegen tun? Es ist unwahrscheinlich, dass Deutschland in absehbarer Zeit seinen Kurs ändert. Doch du kannst selbst aktiv werden. Du kannst das Heft in die Hand nehmen. Mach es wie über 20.000 Deutsche jedes Jahr, die in die Schweiz auswandern und Teil dieser starken, wettbewerbsfähigen Wirtschaft werden. Und selbst wenn du nicht auswandern möchtest, du kannst Bankkonten in der Schweiz eröffnen. Du kannst dort ein Unternehmen gründen. Du kannst Vermögen außerhalb des Euroraums aufbauen. Kurz, du kannst dir einen Plan B schaffen und dich damit vor den Risiken des Euro schützen. Die Schweiz zeigt, dass es auch anders geht. Vielleicht ist es an der Zeit, deinem Geld die Stabilität zu geben, die du dir von deiner Regierung vergeblich erhoffst. Wenn dich diese Themen bewegen, du eine Auswanderung planst, dich im Ausland steuerlich optimal aufstellen möchtest oder einfach einen soliden Plan B suchst, dann buche jetzt eine persönliche Beratung mit Sebastian oder Daniel. Den Link findest du in der Videobeschreibung. Seit fast 20 Jahren unterstützen wir Mandanten genau bei solchen Vorhaben, praxisnah, individuell und mit internationaler Erfahrung. Wir freuen uns, auch dich schon bald zu unserer Mandantschaft zählen zu dürfen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.